Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um eure Frage, was ist eigentlich ein gutes Anfängerset? Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut und ich bin auf dieses Set hier gestoßen und dachte, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Dieses Set ist von der Firma Lange und König. Ich habe es gekauft, es ist keine Produktwerbung. Ich habe das Ganze bei Amazon erstanden und es ist von Lange und König. Und Lange und König ist eine ganz kleine neue Firma mit Sitz in Konstanz und das fand ich auch ganz nett, dass das ein heimisches Produkt ist. Außerdem gab es das in mehreren Farben und Größen und ich konnte mir dann bei der Bestellung die Farbe Blau aussuchen. Also ich habe es tatsächlich noch nicht aufgehabt. Ich werde das hier mal ganz brutal aufreißen und wir schauen, was wir da haben. Zunächst einmal haben wir eine kleine Nähen macht glücklich Broschüre. Wir erfahren, wie man den Rollschneider vernünftig zusammensetzt, wie man die Klinge wendet. Auch eine kleine Nähanleitung für einen Beutel. Für die hier enthaltenen Klammern ist dabei. Die Nähanleitung und das Ganze noch einmal auf Englisch. Und ein 45 cm langes Lineal. Das ist auch einmal eine schöne Länge. Schauen wir uns mal die Schneidematte an. Können Sie ein bisschen biegen. Biegen Sie wieder zurück. Und legen Sie einmal hin. Und sie liegt gerade, trotz Biegen. Das finde ich sehr angenehm. Was finden wir auf der Schneidematte? Wir finden einen 75 Grad Winkel. Das ist ja mal schön, ein 60, 45, 30 und 15 Grad Winkel. Das gefällt mir. Wir haben auch DIN-Angaben und wir haben unsere Winkel noch einmal eingezeichnet. Wir haben unser Winkelkreuz und eine Angabenseite in Zentimeter. Und das finde ich ganz süß. Hier ist eine Umrechnung für Nahtzugaben von Zentimeter auf Inch. Das ist ja mal eine nette Idee. Noch ein paar Kreise, die hier eingezeichnet sind. Ich mag die Umrechentabelle. Und ich mag auch die Einteilung mit den Punkten für halbe Zentimeter. Wir drehen das Ganze einmal um. Auf der Rückseite haben wir dann eine dunkelblaue Rückseite. Und diese dunkelblaue Rückseite ist auf Inch gearbeitet. Das finde ich auch sehr schön. Und wir haben hier schon eine Streifenbreite von 1 Inch und von 2 Inch. Einen 90 Grad Winkel und auch hier nochmal die Winkeleinteilung, die wir auf der Vorderseite schon gesehen haben. Das hatte ich mir jetzt gedacht. Hier finden wir die umgekehrte Umrechentabelle. Ich mag das. Und hier haben wir noch eine kleine Beschreibung, wie wir mit der Matte umzugehen haben. Nicht knicken oder rollen, zu spät. Ich fand, das Knicken und Rollen hat sie gerade sehr gut weggesteckt. Dazu haben wir schon unser Lineal ausgepackt. Wir drehen das Ganze um, weil man das auf der hellblauen Seite ein bisschen besser sieht. Das mitgelieferte Lineal hat Zentimeterangaben von 1 bis 45 und auf der anderen Seite umgekehrt, hat die 5 cm Linie stark markiert, die 1 cm Linie durchlaufend blau lackiert und die Halb- und Viertel-Zentimeter Linien mit unterschiedlich langen schwarzen Linien dargestellt. Wir haben den 60, 45 und 30 Grad Winkel. Und wir öffnen die nächste Packung. Tada! Der Rollschneider, auf den bin ich wirklich super gespannt. Aber zunächst schauen wir mal, wir haben noch Clips mitgeliefert bekommen in einem Plastikbeutel, weil wir den Aufbewahrungsbeutel ja selber nähen werden. Oh, die gehen schön leicht. Wir nehmen mal ein bisschen Stoff dazu und klippen das Ganze mal an.
halten und lassen sich mit einem Finger bedienen. Das ist auch schön. Es gibt Clips, die sind sehr schwergängig und bei Menschen mit Handproblemen sollte diese Bewegung wirklich sehr leicht durchzuführen sein. Bei manchen Clips braucht man tatsächlich richtig Kraft, um die zu öffnen. Wir haben einen Beutel mit Ersatzklingen, 5 Klingen für unseren 45 mm Rollschneider. Das ist ganz spannend. Wir haben eine Klinge mit, ich hoffe, das sieht man, ja, mit einem Wellenschliff. Okay, die anderen sind dann wieder ganz vertraut und gut geschmiert. So, das letzte, das wir in unserem Karton hier noch gefunden haben, das sind diese Klebepunkte. Und was diese Klebepunkte können sollen, das ist, die sollen unser Lineal vor dem Verrutschen schützen. So, wir werden das gleich beim Schneiden feststellen. Wir schauen uns jetzt erst einmal endlich, tada, unseren Rollschneider an. Der hat richtig schönes Gewicht, also das fühlt sich schon in der Packung gut an. In der Hand liegen tut er wirklich gut. Das gefällt mir. Und er hat auch wirklich die Einteilung für Rechts- und Linkshänder. Das heißt, bevor wir jetzt irgendwas machen, bauen wir den ein bisschen um. So, wir haben die Anleitung. Wunderbar. Wir drehen also einmal die Schraube hier ab. Gut, wir drehen auf der anderen Seite. Haben unsere Halterung, unsere gekonterte Mutter, unsere Klinge. Schaut mal, richtig, richtig schön geölt ist das hier. Das finde ich sehr schön. Dann hält das auch. Dann hat man auch eine gut funktionierende Klinge. Gut, das Öl brauchen wir jetzt im Moment nicht, denn wir möchten das Ganze ja umdrehen. Und wir nehmen unsere Klinge und legen die nun auf die zweite Seite. Unsere Halterung schieben wir wieder auf. Drehen das Ganze wieder um. Und wir schrauben das Ganze wieder zu. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, gut, nicht zu fest drehen, das ist immer mein Problem. Lass das ein bisschen, lass die Abschlussschraube so locker, dass ich das auch noch bewegen kann. Und wir haben einen Linkshänder-Rollschneider, das mag ich. Wir können an dem Rollschneider die Klinge sichern, indem wir einfach auf den Punkt drücken. Wenn wir den Punkt von der anderen Seite drücken, lässt sich die Klinge wieder bewegen. Wir können die Zunge an dem Griff nach innen schieben, dann fährt die Klinge nach außen, wir lassen die Zunge los, dann schnellt die Klinge zurück. Wenn wir die Zunge gedrückt halten und den Sicherungspunkt drücken, dann bleibt die Klinge auch außen stehen und wir können sofort schneiden. Wir können schneiden, ohne die Zunge nach innen zu drücken. Wenn wir das lösen, haben wir wieder diesen Sicherheitsgriff. Er hat wirklich ein schönes Gewicht, er liegt gut in der Hand. Und ich glaube, das ist für Menschen, die Schwierigkeiten mit Händen haben, eine gute Sache, weil wir diesen breiteren Griff haben. Auch wenn wir das zudrücken, haben wir immer noch einen sehr breiten Griff, sodass wir den gut festhalten können. Darauf hatte ich gehofft. Yay! Jetzt wollen wir das Ganze aber auch ausprobieren, und zwar mit der normalen Klinge und mit unserer geriffelten Klinge. 9, 10 und wieder doppelt. 12 Lagen Stoff, und an diesen 12 Lagen Stoff möchten wir den Rollschneider einmal ausprobieren. Schauen wir mal, ob das klappt. Der Praxistest. Wir schneiden eine Bahn zu und wir haben hier 12 Lagen und ich kann im Moment nur krumm davor stehen. Und 12 Lagen Stoff mit einem Schnitt. Das ist beachtlich. Ich möchte Jelly Roll Streifen zuschneiden und wir schneiden. So will ich die Hand dann nicht vorhaben. Das kommt schon fast an die Schraube heran. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das ist also genau das Maß, 12 Lagen können wir genau unter den Rollschneider packen, unter die Schraube packen. Da brauchen wir schon Druck, damit wir das Lineal tief halten. Und es schneidet 12 Lagen ganz wunderbar.
Und wir haben auf der Matte bei den 12 geschnittenen Lagen keinen Kratzer. Das ist gut. Und wie viel Stoff hat unser Rollschneider jetzt verschluckt? Wie viele Fasern haben wir jetzt auf der Seite? Ein paar hier. Und das war's. Yay! Wir testen einmal unsere gewählte Klinge. Schauen, ob wir mit der auch zuschneiden können. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Wahrscheinlich ist diese Klinge eher für Papier und nicht für Stoff gedacht. Was ich ein bisschen schade finde, also ich hätte gerne mal eine Klinge, eine Rollschneiderklinge, die mir die Zackenschere ersetzt. Da hatte ich hier ein bisschen drauf gehofft, aber das wird noch kommen, hoffe ich. Wir haben unser Set getestet und ich fand das jetzt wirklich, wirklich gut. Wenn ihr noch mehr über die Winkel an dem Lineal und den Einsatz dieses Lineals erfahren möchtet, verlinke ich hier ein Video dazu. Das hat ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im ersten Moment scheint es etwas teurer, aber das ist wirklich dem guten Rollschneider geschuldet. Wenn ihr überlegt, was ist wirklich sinnvoll anzuschaffen, wenn man mit Patchwork beginnen möchte, dann würde ich genau das hier empfehlen. Ihr habt wirklich alles dabei und mehr braucht ihr am Anfang nicht. Es wird sogar das kleine Set ausreichen. Das mittlere Set finde ich ganz angenehm, weil ihr schon eine ordentliche Größe an Schneidematte habt und das Ganze aber auch noch mit zu Kursen genommen werden kann, wenn das für euch interessant ist. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.